Also, ich hab's nur gemacht wegen Geld. Ich hab die Jungs gesehen, die hatten immer Geld. Und ich hab mir gedacht, wenn die Dummköpfe es hinkriegen, krieg ich's auch hin. Die Verlockung ist halt da. Ein junger Kerl, ja, soll ich mit der Bahn fahren oder soll ich mir ein Mädchen klar machen und Mercedes fahren? Oder BMW? Es gibt da draußen so viele Loverboys. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel es gibt. 90% der Frauen, die ich auf Facebook oder Instagram angeschrieben habe, soll nicht überheblich klingen oder so, brauchte ich nur 10-mal hin und her schreiben. Hab ich ihre Nummer gehabt. Meinte ich, ja, hier, die ganzen Leute nerven mich, sobald die mich online sehen. So mal rüber switchen zu WhatsApp. Da habe ich die Nummer. Ich war auch nie derjenige, der irgendwie schleimige Komplimente gemacht hat. Weil das hören die von allen. Es gibt ja auch so Gefällt mir Seiten. Luxusurlaube. Und da guckt man, wer liked dort. Und dann guckt man sich das Mädel an. Ah, die zeigt sich gern freizügig, die macht gern Party. Sie liked solche Bilder, war aber selber noch nie im Urlaub. Und sie muss natürlich anschaulich sein oder interessant sein. Und schreibt da 2, 3 Texte. Und sieht die Bilder und hat da so eine gewisse Vorstellung, so eine eigene Fantasie. Guckt man ihre ganzen Verläufe, was macht sie gern, wo geht sie gern essen. Es ist halt nur noch ein Aussortieren, wie so ein Speeddating. Weil du musst nicht mal fragen, was machst du? Du wirst alles vor dir liegen. Das ist so wie so ein Heft für einen. Hier, such dir eine aus. So wie so ein Katalog. Man muss diese Frauen zum Lachen bringen. Wenn ich mit den Mädels rausgegangen bin, ganz simple, lustige Sprüche, wo ich auch über mich selber lache. Ich bin so oft ins Kino gegangen, weil dann bin ich mit ihr allein. Dann konnte ich mit ihr ohne Ablenkung, etc. Es war geplant, dass wir halt Reisen machen werden. Wir hatten auch kurze Zeit eine gemeinsame Wohnung gehabt, wo das noch nicht rauskam mit der anderen. Zum Geburtstag bin ich nochmal mit ihm verreist. Das Katastrophale ist ja, ich verstehe bis heute nicht, wie diese Frauen bei mir bleiben konnten. Ich war so ein gefühlskalter Mensch. Umso weniger Interesse man zeigt, haben die mehr Interesse an dir. Oder die denken sich, was mache ich falsch? Die suchen die Fehler an sich selber. Warum findet er mich nicht attraktiv? Oder warum macht er das? Ich muss ihm gefallen. Die sind immer wieder selber zu mir zurückgekommen. Weil sie vielleicht doch die Liebe, die sie bisher nicht gekriegt haben, kriegen können? Ich weiß es nicht. Und selbst wenn bei mir jemand was rausgekriegt hat, ich konnte so rumdrehen, dass sie sich dann bei mir entschuldigt hat. Die hat ganz klar gesehen, dass ich mit einer Frau geflirtet habe. Keiner wusste, dass ich da parallel irgendwelche anderen hatte. Erst wo die eine erfahren hat, dass ich mit der anderen doch noch zusammen bin, macht das dann Klick bei ihr. Die hat mich angezeigt. Hab ich zu dir gesagt, von Nutte hat auch keiner geredet. Du bist viel zu hübsch für eine Nutte. Dann ist Gott, dies, das. Du gehst mit denen essen, etc. Hab's schön geredet, sagen wir mal. Und dann habe ich ihr gesagt, aber es wird am Ende des Tages doch zum Sex kommen. Vielleicht. Und um zu gucken, ob du damit klarkommst, halt arbeiten wir erstmal im Club. Da kam sie nicht klar damit. Ich hatte ihr halt aber klar gemacht, wenn sie nicht arbeitet, dann können wir nicht zusammen sein. Ich habe sie ausgebeutet, ich habe sie ausgenutzt und 2-mal kam es zu Handgreiflichkeiten. Einmal bei ihr und einmal bei der anderen. Bei der ersten war auch eine Ohrfeige dabei. Und da war ein kleiner Zwischenfall, den möchte ich jetzt nicht erläutern. Es ist passiert. Es sind ja teilweise ausländische Mädels. Aber wenn deutsche Mädels hier arbeiten, hast du die immer noch nah bei ihrer Familie. Der Absprung wäre einfacher, als wenn die abgeschieden irgendwo ist. Abgeschieden ohne anderen sozialen Kontakt. Da ist die Abhängigkeit von ihrem Mann viel höher. Aber ich muss sagen, egal aus welcher Schicht die kommen, es ist möglich. Es ist erschreckend einfach, eine Frau zu animieren, das mal zu probieren. Zumindest zu probieren. Nicht dauerhaft, aber zu probieren. Es ist erschreckend einfach. Das ist das Böse. Die hatten zwischen 4 und 8 Gäste am Tag. Und alles, was ich so gehört habe, was die Mädels mit denen machen mussten,
das ist krank. Die Menschheit ist echt krank. Was die für Fantasien haben, das ist weit weg von Gut und Böse. Also, nee. Selbst wenn ich die höre als Außenstehender. Ey, ist doch nicht normal, was die da verlangen. Wenn der Gast kranke Gedanken hat, sich unbeobachtet fühlt und der ist mit der alleine da. Wie soll die sich gegen einen 90-Kilo-Mann, sagen wir mal, wehren? Ich weiß nicht, was da eine gesunde Lösung wäre. Weil egal welche Frau, wenn man die fragt, machst du es freiwillig, wird die ja sagen. Die wird nicht sagen, nein, ich werde gezwungen. Das ist das Dilemma. Habe ich mir mal gedacht, was wäre, wenn es meine Schwester wäre? Ich würde den Typen umbringen. Weil ich weiß, was die Mädels da durchmachen. Alleine die Tatsache, dass man sich selber veranschaulicht, was tue ich da? Was verlange ich da für dieses Geld? Dieses dreckige Geld. Ich habe diese Gewissensprobleme, weil ich was Bescheuertes getan habe. Ich kann es nicht rückgängig machen. Auch egal, was ich mache. Ob ich jetzt meine 7 Jahre absitze oder Gelder den Frauen zukommen lasse. Ich frage mich bis heute, wie ich da reingerutscht bin. Ja, ich habe einfach meine Vernunft nicht walten lassen. Das war das Problem. Im Gefängnis ist man unterworfen. Von Tag 1 an wird bestimmt, was du zu machen hast. Es wird bestimmt, was ich zu essen habe, wann ich rausgehen darf, wann ich duschen darf. Nach all dieser Zeit, die ich dort verbracht habe, verstehe ich, welchen Druck ich auf diese Frauen gemacht habe. Indem ich sie kontrolliert habe. Ich habe denen gesagt, wann die wo arbeiten sollen, was sie tun sollen. Sie haben es da getan, weil ich es gesagt habe. Wenn der Beamte zu mir sagt, gehen Sie in Ihre Zelle, schließen Sie die Tür, mache ich es ja auch, obwohl ich es nicht möchte. Und genau das habe ich von den Frauen auch erwartet. Die Freiheit, das ist unbeschreiblich. Wenn du in deiner Zelle bist, du machst dir so viele Gedanken. Und was alles hättest du anders machen können im Leben? Was es wert? Musstest du es machen? Das ist das Schlimme. Nachts höre ich so oft Männer kreischend, weinend in der Zelle, weil die nicht damit klarkommen. Gerade den Mädels sage ich, dieses schöne Instagram-Leben ist nicht so schön. Ich habe auch Sachen gepostet. Ja? Ich habe aber niemandem gesagt, wie ich das Geld verdient habe für diese schönen Urlaube. Was du dafür leisten musst und was du erlebst, ist teilweise nicht schön. Ob es jetzt ein Sugar Daddy ist, der dir alles finanziert, oder ob du da Sachen tun musst, die du eigentlich gar nicht tun möchtest. Gerade für die Frauen ist es arg böse, weil den Ausstieg schaffen sehr, sehr wenige. Der Kontakt zur Familie ist sehr wichtig. Also, wenn man wirklich auf die Familie hört, auf die Meinungen, man muss auf diese Kritik hinhören. Wenn man seinen gesunden Menschenverstand nutzt, weiß man, wenn der Typ einem nicht gut tut. Weiß man, warum ist der Typ immer nachts nicht erreichbar? Weiß man, warum verlangt er von mir, dass ich sowas mache? Für Typen, wie würden die sich fühlen, wenn die Mutter das mal gemacht hat? Gerade auch in dem Metier, die Jungs machen vieles mit Stolz. Ich bin ein Mann, ich bin dies, ich bin jenes. Dann musst du auch so mal überlegen, was würdest du als Mann machen, wenn deine Schwester arbeiten geht? Oder willst du deine Schwester arbeiten schicken? Ist doch Geld, ja? Würden die auch nicht machen. Und schlimmstenfalls kommst du halt in den Knast. Schlimmstenfalls aber, das sehe ich schon, ist, was die Frau durchmacht. Ist es das wert? Man muss auf die Seele hören. Nicht nur auf das Ego, sondern auf die Seele. Man muss abwägen. Was ist gut für die Seele?